Kling. Hallo Hero Quest Freunde, ich bemale meine Monster und Helden und fange an mit dem Ork und dafür nehme ich Mutation Green, aber es geht auch jedes andere dunkle Grün. Und ich fange zuerst mit der Haut an, da sie neben der Rüstung die größte Fläche der Figur abdeckt. Wichtig ist, 2 Schichten leicht verdünnt aufzutragen, damit die Farbe dann auch ordentlich deckt. Und hier sieht man auch ganz gut, mit der zweiten Schicht wird das Mutation Green deutlich deckender. Als nächstes nehme ich Warpstone Glow. Und Warpstone Glow nehme ich dann für alle hervorstehenden Körperteile, alles was vom Licht direkt getroffen ist. Das sind das Gesicht, der Oberkörper, die Schultern. Und so bleibt das Mutation Green, das dunklere Grün, in vielen Ecken zurück. Als nächstes verwende ich Mode Green, ein wirklich schöner grüner Farbton mit einem Gelbstich für die Highlights und eigentlich für alle Stellen, die direkt vom Sonnenlicht getroffen sind. Wenn wir uns vorstellen, dass das Sonnenlicht von oben kommt, dann vor allem oben auf der Glatze des Orks, auf den Schultern, aber auch an den hervorstehenden Muskelteilen. Auch das Sixpack des Orks bekommt noch ein paar Akzente. Die Finger und zuletzt auch die Füße und Beine. Und wenn ich mich mal vermale, gleiche ich das einfach aus mit Warpstone Glow und das lässt sich ganz gut dann wieder reparieren. Als nächstes nehme ich Rhinox Hide für den Lendenschurz des Orks und danach etwas Gore4 Brown, um die Ecken etwas heller zu bemalen. Dabei ist mir leider die Kamera verrutscht, deswegen habe ich es nicht aufgezeichnet. Als nächstes nehme ich Mournfang Brown, ein relativ stark leuchtendes Braun, und hier bemale ich dann die etwas hervorstehenden Flächen des Lendenschurzes. Als nächstes noch Doombull Brown, das ist die Farbe, die ich für den Gürtel und für alle Riemen verwende. Das ist ein Braunton mit einem starken Rotanteil. So, und da ist der Ork im jetzigen Zustand. Der Lendenschurz ist fertig und jetzt geht es an die Rüstung. Dafür nehme ich Leadbelcher und versuche möglichst vorsichtig nicht andere Teile des Orks zu bemalen, gerade nicht die Haut. Das ist bei den Hero Quest Figuren gar nicht so einfach, da die Figur nicht ganz so fein und detailliert designt wurde. Das heißt, da gibt es an der einen oder anderen Stelle durchaus schwierige Entscheidungen, wie zum Beispiel unter der Schwerthand des Orks. Man sieht nicht so genau, ob das noch ein Teil der Rüstung ist oder schon der Arm. Wie man jetzt gut sehen kann, ist die Rüstung fertig und auch das Schwert, allerdings leuchtet das Leadbelcher einfach zu deutlich und der Ork ist eher ein unsauberer Typ, deswegen müssen wir nun die Rüstung etwas dreckiger gestalten und dafür nehme ich zunächst Nuln Oil und versuche das Shade möglichst sauber in alle Ecken zu verteilen, ohne dass sich größere Tropfen bilden.
Hier könnte man übrigens auch drüber nachdenken, die Armschienen etwas anders zu bemalen als den Rest des Orks, aber ich möchte, dass es ein Monster ist. Er soll jetzt nicht zu viel Charakter haben, ähm, und sich zu sehr abheben. Dafür sind die Helden da. Deswegen ist bei einem Ork das meiste an Rüstung in Silber. Ein bisschen umentschieden habe ich mich dann aber doch. Das Schwert bekommt hier noch etwas Kupfer an der einen oder anderen Stelle, um dem Ganzen noch ein bisschen Abwechslung zu geben. Und jetzt ist die Rüstung mir immer noch etwas zu sauber gewesen, deswegen kommt über den Wash mit Nullenoil noch Reikland Flash Shade, ein leicht brauner Wash. Und ich erhoffe mir, dass die Rüstung dann etwas dreckiger, abgenutzter aussieht, so wie das bei einem Ork halt auch sein sollte. Jetzt ist das Reikland Flash Shade trocken, und um jetzt noch etwas Rost auf der Rüstung darzustellen, nehme ich Typhus Corrosion und wenn das trocken ist, Rizza Rust. Hier Typhus Corrosion. Das hat sehr viele feine Körner, und wenn das trocknet, gibt es ja eine leichte Körnung, und mit dem Rizza Rust lässt sich der Rost draufbürsten mit einem festen Pinsel. Leider ist mir auch hier die Kamera ausgegangen. Daran werde ich in Zukunft arbeiten. Aber ich denke, es ist eine unkomplizierte Methode, um Rost darzustellen. Zuletzt werde ich an einigen Stellen noch Runefang Silber benutzen, um scharfe Kanten oder hier Metallstücke, die besonders vom Licht getroffen sind, wie die Kette, sozusagen der Hosenträger des Orks, etwas hervorzuheben, und auch einige andere kleinere scharfe Stellen. So, zuletzt kommen noch die Augen des Orks. Dafür nehme ich einen sehr dünnen Pinsel und die Farbe Evil Sun's Scarlet. Das ist ein helles Rot, und versuche vorsichtig die Augen des Orks zu treffen. Mir ist es bei der Figur ganz okay gelungen. Und wer möchte, kann dann im Anschluss noch versuchen, die Pupille zu bemalen, aber für meinen Anspruch ist das hier ausreichend. Ich möchte einfach eine Figur im Tabletop-Standard. So, das ist mein erster Ork. Es gibt sicherlich noch Luft nach oben, aber er ist meiner Ansicht nach ein hübscher Kerl geworden. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich außerdem über einen Daumen hoch, und klick auch gern auf die Glocke, dann siehst du, wenn ich die nächste Figur bemalt habe.